Good evening. Today, Ben Romach will honor us with its presence here at the Clemo Whiskey Club in Innsbruck. Another evening full of fun, knowledge and delicious whiskey awaits us. Enjoy! Okay. Then let's do it a little bit different. Wenn ihr mal was nicht versteht, bitte sagt's mir. Deutsch ist bei mir schon ziemlich gut. American oder English ist halt so my home language. Gordon MacPhail, gegründet 1894. Gestartet als ein klassischer Feinkosthandel. Verkauft haben wir Kartoffeln, Zwiebeln, Lauch, you name it, we had it. Whisky war damals noch gar nicht die Sache. Little fun fact, Gordon MacPhail ist nicht der Familienname. There you go, sir. Urquhart ist der Familienname. Urquhart hat eigentlich Gordon MacPhail erst gekauft, zu diesem Feinkosthandel. Und das war in dem Fall der Lehrling. Der Lehrling, der es 1915 übernommen hat. Aber der Lehrling war was Besonderes, der hat eine gute Nase gehabt, der hat ein Gespür gehabt. Und die Whiskys damals mit dem damaligen James Gordon und John Alexander MacPhail, die Whiskys auszusuchen bei den Distilleries und dann schön in diese Glasblasen abgefüllt, die man dann hingehen konnte und konnte abfüllen. So ist es gelaufen. Er war natürlich der Spezialist mit seinem Nosing und wir haben gemerkt, der Markt wird gut. Aber ein Ding war es damals, 1895, 1910 war Blended Whisky the highest. Gehe ich mal in die Nähe von Ben Romach. Ich skippe mal ein paar Jahre vor. Also wie gesagt, 1915, der Azubi hat die Firma gekauft. Natürlich war er schon ausgelernt. Ja, hat gut Geld gehabt. Ben Romach als Distillery. Was ist bei uns besonders als Distillery? Wie wir uns aufstellen, was wir tun. Wir wollen immer authentisch sein. Wir wollen ehrlich sein. Wir wollen, dass ihr einen ehrlichen Whisky auf dem Tisch habt. Und Handmade, Handwerk ist für uns eine große Kunst. Definiere heutzutage Handmade, Handwerk. Ist nicht so, dass hier jetzt noch die ganzen Maschinen noch mit irgendwelchen Rädern gedreht werden und die Propellen drehen sich. Das ist natürlich automatisiert, aber der Prozess an sich in der Produktion ist manuell. Das heißt, der Mitarbeiter muss verstehen, was er tut. Er muss gewisse Ventile öffnen, er muss wissen, welche Temperatur, wie viel Wasser, was für Grad. Das muss er hören. Muss er hören, muss er sehen, muss er riechen, muss er spüren können. Deswegen dürfen sie auch keine Musik hören bei uns in der Produktion. Nicht, weil wir sie auspeitschen, sondern die müssen wirklich wissen, was sie tun, die Jungs. Quality, ehrlich. Das ist Handmade. That's Handmade. In den 80er Jahren wurde diese Distillery geschlossen. Hat damals zum großen Importeur Diageo gehört. Vielleicht skippe ich noch mal ganz kurz. Gegründet 1898. Diese Distillery, also auch schon über 100 Jahre. In den 80er, wie gesagt, stillgelegt. Einiges wurde rausgeholt, wurde an Arran oder Royal Bruckler gegeben, was vorgefunden wurde in der Distillery. 1993 wurde Gordon MacPhails größter Traum erfüllt, nämlich eine eigene Distillery zu haben. Weil als Gordon MacPhail solches sind wir unabhängig. Das heißt, wir kaufen wirklich nur das Rohdestillat, keine vorgefüllte Fässer, sondern wirklich nur das Rohdestillat. Ich sage immer so schön, das schöne Schnappes, den schönen klaren Schnaps. Und Holz, Größe, Fässer etc., das machen wir, das suchen wir aus. Wo es hingeht, wie wir was machen, das gestalten wir. Das ist die Expertise, die Gordon MacPhail über diese 130 Jahre mittlerweile hat. Und das vor allem in Familienhand. Keine Banken, keine Investoren etc. Es ist wirklich familiengeführt, alles auf Augenhöhe. Nur, es war immer der größte Traum, eine eigene Brennerei zu besitzen. Hier kann man sein Passion, sein Herzblut reinbringen. Und so kamen wir. 93 gekauft. Wir haben 5 Jahre lang gebraucht, bis wir es renoviert und restauriert haben. Eine lange Zeit. Und genau das haben wir versucht, alles, was vorhanden war, noch zu behalten.
Das alte Holz, die alten Washbags, was noch ging. Wir haben die Brennerei auch etwas verkleinert, die war früher größer. Jetzt hattet ihr einen sehr schönen Benromach 10 Years als Begrüßungsdrink, richtig? Bei Benromach, wir sind ja in der Speyside, viele, oder heutzutage sagt man Speyside Whiskys, die sind easy, haben einen smooth Character. Wir bei Benromach sagen, wir versuchen den verlorenen Stil wieder hochzuleben. Und das ist nämlich, dass wir einen leichten Peat Smoke dabei haben. Also einen leichten Rauch. Wir reden hier von 10, 12 ppm. Der 10 Years, was wir jetzt hier hatten, und generell auch so die nächsten, wir haben eine sogenannte First Fill Policy bei Benromach. Was? First Fill Policy. Also wir machen immer, das ist die Regel bei uns, First Fill. Jetzt sind den 10 Years, den wir hatten, war First Fill 10 Jahre lang in Bourbon Barrels gelagert. Gleichzeitig aber auch 10 Jahre in Sherryfässern, Oloroso Sherryfässer gelagert. Diese 2 Fässer wurden dann miteinander verheiratet. Also Vollreifung, jeweils eine Vollreifung. 60% Bourbon, 40% Sherry. Ist der Benromach 10 mit 43%, was wir hatten. Hat man schon den leichten Rauch, hat man ja gespürt, den Torf. Wir haben die leichte Süße, die leichte Frucht. Was jetzt sehr interessant ist, ist der nächste Gang, den wir jetzt gerade auf den Tisch bekommen. Ihr dürft aber noch nicht trinken, ihr dürft aber schnüffeln. Hey. I got you guys. Was ist hier? Hat er weggerochen, ne? Ja, hab ich weggerochen. Also manche riechen hier mit dem Mund statt mit der Nase, ich verstehe schon. Interessant jetzt bei den 15 Years, was wir haben, ist, dass der 15-year-old Single Malt von Benromach identische Rezeptur zu den 10 Years hat. Also der 10 Years Benromach ist identisch wie der 15 Years, nur dass er 5 Jahre lang länger gelagert wurde. Das heißt auch wieder hier, First Fill Bourbon, 15 Years, First Fill Sherry, 15 Years, die dann miteinander verheiratet werden. Und wir haben ein Sprichwort bei Gordon MacPhail. Wir sagen immer, the wood makes the whiskey. Das ist, was wir unbedingt auch hier zeigen möchten. Was hat das Holz für einen entscheidenden Einfluss zu dem Whisky? Wie gesagt, Rezeptur ist identisch. Weiterhin 43%, die Lagerung etc. ist alles gleich geblieben. Nur diese 5 Jahre machen jetzt nochmal einen großen Unterschied. Wir riechen es wahrscheinlich schon an der Nase auch. Also die wirklich die Nase auch verwendet haben. Der Sherry kommt jetzt deutlicher durch. Der Rauch allerdings wird etwas weniger. Der wird würziger im Hintergrund. Das fruchtige Sherry kommt mehr vor und der Rauch, der würzig ist mehr jetzt hinten an your palate. Die einen sagen schokoladig, zartbitter, vielleicht Kaffee-Annonce, unterschiedlich. Aber ihr dürft gern probieren, es geht auf euch. Slange. Jetzt führen wir weiter, also 10, 15 Years gehört sozusagen zu unserer Core Range. Wie gesagt, 1998 haben wir das erste Destillat rausgebracht, damals noch in Verbindung mit dem ehemaligen Prince Charles, heute King Charles, hat es damals mit eröffnet, den ersten Fass Nummer 1 auch mit abgefüllt und unterschrieben. Dieser Fassdeckel könnt ihr bei uns noch im Visitor Center auch vorfinden. Und das Whisky wurde dann nach 20 Jahren auch als Charity dann auch verkauft. Also für guten Zweck dann auch. Ne? Wir gehen aber weiter. Unser nächster Gang ist ein 21 Years. Ist Alter aussagekräftig für die Qualität? Nein. Ja, das sagt ihr jetzt. Ist richtig, ist nicht unbedingt. Es sagt natürlich schon irgendwas aus. Ne? 21 Years, was lagern und zu sagen, es schmeckt immer noch gut, ist natürlich schon aussagekräftig. Heißt aber nicht im Kontext, dass es automatisch besser ist. Es gibt 21-Jährige, die trinkst du und denkst, du beißt einen Ballen Holz rein. So, ne?
Das war vielleicht auch nicht ganz gut ausgesucht. Deswegen, Farbe und Alter ist nicht gleich ein Qualitätssiegel für einen guten Whisky. Farbe macht natürlich irgendwas aus, lässt sich einfacher trinken. Und mit dem 21 Years, das wir jetzt hier haben, wollen wir immer wieder so, wir versuchen auch immer den klassischen Charakter darzustellen. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Anteil an Sherry, der ist aber etwas jetzt zurückgegangen. Soweit, ich sage mal so 20% roundabout, 80% jetzt mehr diesen Bourbon, was wir haben. Weil wir wollen natürlich ein bisschen Holz dabei haben, wir wollen aber den klassischen Charakter haben und der Sherry, der rundet es ja nochmal leicht ab. Und wie ich es da auch gehört habe, nach 21 Jahren wird der Whisky einfach weicher. Der wird runder. Und das ist jetzt auch genau, was wir bekommen. Deswegen haben wir den jetzt auch in der Mitte vom Tasting reingesetzt in 21 Years, weil er würde später einfach untergehen. Und was wir jetzt hier haben, den schönen Beautiful 21 Years, ist der Whisky, den ich immer so schön sage. Man hockt sich dann abends hin, nach dem langen Tag vor dem Kamin und trinkt genüsslich, ohne zu reden, einen nice, beautiful Dram. Weiterhin befinden wir uns bei 43%, also 43% Alkoholgehalt für 21 Jahre. Um euch auch vielleicht, wenn die jetzt noch ein bisschen riecht und der Whisky sich im Glas noch etwas entfaltet, je nachdem, was die Engeln sich holen, gehe ich mal ein bisschen mehr ins Fassmanagement rein. Wir haben vor Ort bei Benromach 9 Lagerhäuser. 7 davon sind voll mit Benromach Fässer. 2 davon, ich sage mal von Gordon MacPhail. Oh, thank you, sir. 2 davon Gordon MacPhail, wobei ja alles so Gordon MacPhail ist. Aber wenn ich sage Gordon MacPhail, dann heißt es, natürlich haben wir dann da diese ganze Unabhängigkeit dort gelagert. Jetzt, wenn ich sage 7 Warehouses und wir produzieren im Jahr roundabout maximal 500.000 Liter, 400.000, 500.000 Liter, was natürlich schon sehr ordentlich ist, aber für schottische Verhältnisse ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Muss man einfach so sagen. Also da hast du Distillerien, die machen 4 Millionen, 5 Millionen, 20 Millionen Liter im Jahr. Also das, was wir quasi ein ganzes Jahr machen, machen die in einer Woche gefühlt. Was schätzt ihr, wie viele Fässer vor Ort aktuell lagern? 27.500 Fässer lagern aktuell vor Ort. Ja, es gibt viele, die haben weitaus mehr. Aber 27.500 Fässer, die musst du erst mal bewerkstelligen. Wir haben nämlich das sogenannte Dunnage Style. Das Dunnage Style ist genau das, in dem die Fässer aufeinander gelagert werden. Ne? Wir haben kein Regalsystem, sondern wirklich, die Fässer liegen aufeinander. Hat aber auch einen Grund, warum wir es so lagern. Wenn unser Warehouse, angenommen dieser Raum wäre jetzt unser Warehouse und wir würden Fässer reintun, dann legen wir 2/3 dieses Raumes mit den Fässern voll. Warum machen wir das so? Es hat einen Grund. Ich versuche euch das jetzt anders zu erklären. Wenn man eine Kühlbox nimmt und ich würde so ein Akkupad reintun, der wird kurz diesen Kühlbox kühl halten, aber wird auf eine schnelle Zeit wieder schmilzen und kann die Temperatur einfach nicht gleich halten. Lege ich aber jetzt 10 Stück rein oder 15 Stück, diese agieren zusammen und geben eine Gesamttemperatur. Und wenn auch irgendwie ein Coolpack nachlässt, verbinden die sich trotzdem. Das ist immer irgendwie die gleiche, dass sie zusammen einfach als Einheit werden und schmilzen. In dem Fall schmilzen unsere Fässer jetzt nicht. Aber so vergleiche ich das gerne mit unserem Warehouse. Das heißt, die Fässer arbeiten zusammen. Und somit kann man wesentlich einfacher einerseits den Angel Share steuern. Die Temperatur unter anderem, die vereinen sich. Und das ist so der Grund, warum wir auch dieses Dunnage-Style nehmen, weil die Fässer auch aufeinander liegen. Also die arbeiten zusammen. Und so kannst du gewisse Faktoren einfach sehr gut beeinflussen bzw. steuern. Und das ist der Grund. Wiederum kommen wir hier wieder auf unser Handmade. Wenn ein Fass dazwischen drin irgendwie anfängt undicht zu werden, den man vor Ort nicht mehr reparieren kann und der muss rausgeholt werden, ja, dann weißt du auf jeden Fall, was du den ganzen Tag gemacht hast. Nämlich ein Fass nach dem anderen runtergeholt mit deinem Hubwagen oder irgendwas. Ne? Da bist du halt dabei. Also die Arbeit ist ordentlich groß, ist immens. Da musst du wirklich viel machen. Aber ist okay, ist okay. Das ist, was wir wollen. Wir stehen dazu. Wir wollen authentisch sein.
Deswegen auch, wenn ihr unsere Mitarbeiter, wenn ihr uns besuchen kommt, 10, 15 Leute seht ihr, inklusive Büro. Es sind hier heute Abend schon mehr. Die Leute hier, die ihr auf unsere Werbungen sieht, das sind tatsächlich die Mitarbeiter. Ja, was ich damit sagen will, ist einfach, man sieht dann auch, wie die Kultur zusammen ist, ne, im Betrieb. Dass hier ein guter Zusammenhalt ist. Dass hier wirklich die Leute auch gerne zur Arbeit erscheinen, gerne einfach, natürlich Whisky trinken, aber gerne einfach bereit sind, das zu tun, was wir tun. Dann machen wir mal gemeinsam den Anstoß. 21 years. Erstmal bitte schön Nosing, das habt ihr auch gut getan. Es ist immer wichtig, dass wir wissen, was wir nehmen und was wir trinken. Slangeva. Also der UVP wäre bei 170 roundabout so. Aber ja, ist richtig, man findet den für 160, je nachdem wo. Ich glaube auch, es ist ziemlich fair für so einen Whisky, für 21 Jahre, für so einen Preis, wenn man bedenkt, was für eine Arbeit auch im Hintergrund passiert. Ein ehrlicher Whisky, wir wissen, was wir im Glas haben. Die Farbe ist immer echt bei uns, es kommt kein Farbzuckerlikör oder irgendwas rein. Ihr wisst, wer dahinter steckt, ist die Familie. Es ist authentisch und es ist auch ziemlich alles nachvollziehbar bei uns. Als nächstes gehen wir weiter in der Benromac Range, nämlich in die sogenannte Contrast Range. Contrast ist der Kontrast zu dem, was wir eigentlich tun. Wir hatten es jetzt hier gehabt, First Fill, Bourbon, Sherry, Oloroso. Contrast, der Kontrast. Hier wollen wir was Neues probieren. Hier wollen wir immer was anderes sein. Hier wollen wir einfach sehen, was können wir noch machen mit unserem Charakter. Und das machen wir immer nur für eine kurze Zeit. Also das sind Serien, die gibt es vielleicht für 1, 2, 3 Jahre maximal und dann sind sie nicht mehr vorhanden. Es sind aber auch keine Sammlerserien, sondern wirklich zum Trinken da und einfach mal immer individuell zu bleiben. So sieht es aus. Farben von der Verpackung variieren natürlich auch dementsprechend. Und keine Sorge, diese ganzen Flaschen oder unsere Whiskys haben alle Altersangaben. Es steht jetzt hier nicht groß drauf, ihr werdet es aber hier unten klein sehen. Quasi, wann wurde es destilliert und wann ist es in die Flasche gekommen. Steht natürlich auch auf der Flasche drauf, aber das ist in dem Fall erstmal zweitrangig, weil hier geht es jetzt echt um andere Sachen. Was wir jetzt hier haben, was wir jetzt im Glas haben, ist ein Unpeated. In der Theorie gar kein untypischer Whisky. Für Benromac ist natürlich ein untypischer Whisky, weil wir die ganze Zeit jetzt immer eine leichte Annonce an Rauch dabei hatten. Der hier ist jetzt nicht rauchig, aber gleicher Fall. Wir haben hier Bourbon und Sherry. Nur diesmal kein Rauch. 9 years, Unpeated Bourbon Sherry Whisky. Ihr dürft gerne, ich erzähle euch jetzt einfach noch eine weitere Geschichte. Ich gehe wieder zurück zu Gordon MacPhail. Ihr dürft gerne verkosten. Slange. Wenn ich sage Gordon MacPhail, will ich mal zurück in eine Zeit, die super schwierig war. Back to World War II. 1935, 1940. Eine Zeit, in der Whisky ganz schwer hatten, ganz viele Distilleries hatten es schwer gehabt. Barley-Mangel, sind leider einige kaputt gegangen, Distilleries. Was haben wir als Gordon MacPhail gemacht? Wir als Gordon MacPhail haben natürlich nicht selber gebrannt, wir haben keine Distillery, sondern wir haben gesagt, wir werden in unserer Region, Speyside, werden wir die Distilleries alle unterstützen, soweit es geht, und kaufen uns groß an Produktion ein. Lagern sind Fässer und gehen natürlich ab ins Warehouse. Ganz klar, Preise, Verhandlungen waren da auf einem ganz anderen Niveau. Und das haben wir getan, so weit, dass wir sagen konnten, vielleicht schaffen die es dann irgendwo über ihren Break-Even zu kommen. Um sie genau so zu unterstützen, dass sie produzieren und irgendwo gerade so alles noch schaffen. Viele davon haben es tatsächlich aus dieser Zeit dann auch dadurch geschafft, weil wir große Mengen abgenommen haben, groß eingelagert haben, unter anderem auch Macallan. Macallan ist für euch, denke ich, ein Begriff irgendwo heutzutage. Macallan in dieser Zeit war wirklich ganz knapp am Sterben. Also die hatten es hart schwer gehabt. Und aus dieser Dankbarkeit heraus
Und aus dieser Partnerschaft oder aus dieser Zeit ist auch eine extreme Partnerschaft entstanden. Und diese Partnerschaft ist bis zum heutigen Tag das absolute phänomenale Ergebnis zu unseren Produkten auch, weil wir haben eine Serie bei Gordon MacPhail, das nennt sich die Distillery Label Serie, vielleicht schon mal gesehen. Das sind schöne historische Labels von den Marken oder von den Distilleries, die wir auf der Flasche haben und den reinen Charakter vermarkten. Mortlach, Linkwood, Strathisla, you name it, we have it. Und diese Serie repräsentieren diese Distilleries, Longmorn, repräsentieren diese Distilleries aber mit ihrem persönlichen Charakter. Das sind unter anderem Distilleries, die für den großen Markt auch arbeiten. Das heißt Blended Whisky. Ob das ein Longmorn ist, Mortlach, also ob die jetzt für einen Teil für Teachers haben, für den Ballantines oder für Chivas Regal oder für den Johnny Walker oder was abfüllen. So präsentieren wir sie ihr persönlichen Charakter, was man oftmals selbst schwer findet. Und aus der Dankbarkeit heraus, und das ist jetzt das Besondere, aus der Dankbarkeit heraus haben wir ein sogenanntes Gentleman's Agreement, einen sogenannten Handshake Agreement. Das Wort zählt noch. Das heißt, wir haben uns die Hände gegeben. Es gibt keinen schriftlichen Vertrag, sondern wir haben uns wirklich die Hand gegeben und wir dürfen aus der Grund heraus, aus der Dankbarkeit heraus, diese Logos, die Namen, alles persönlich verwenden. Wir zahlen dafür keine Lizenz oder irgendwas. Es geht noch weiter. Macallan, ihr kennt es wahrscheinlich. Wenn ein unabhängiger Abfüller ein Macallan abfüllt, was steht auf der Flasche drauf? Aha. Secret Speyside in Klammern M. Gordon MacPhail ist der einzige unabhängige Abfüller, der weiterhin Macallan Distillery draufschreiben darf. Genau aus der Grund. Aus diesem Grund dürfen wir das machen. Das steht aber in keinem Vertrag festgelegt, es ist nirgendwo irgendwo niederlegt, sondern das ist wirklich ein Handshake Agreement. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn Sie anrufen und sagen, hey, wir wollen das nicht mehr, dann akzeptieren wir das auch. Das Interessante ist aber, dass die Konzerne da auch mitspielen. Weil Mortlach gehört ja zu Diageo. Aber die akzeptieren es ganz genauso, über Generation. Das hat was mit Respekt zu tun auch. Und deswegen ist diese Serie auch eine Hommage an diese Partnerschaft, an diese Distilleries, die wir machen. Also wenn ihr mal diese Serie sieht, die Distillery Label Serie von Gordon MacPhail, schaut es euch an, probiert die Whiskys. Das ist dadurch tatsächlich entstanden aus dieser schwierigen Zeit. Also super interessant. Und diese Serie ist das natürlich nicht direkt danach entstanden, die kam halt erst später. Aber wir haben wunderschöne Fässer, wir haben viele alte Fässer und teilweise so herausragende Fässer, dass Macallan auch gesagt hat, wir würden gerne mal welche wieder zurückkaufen. Weil sie, ohne sie schlecht zu reden, noch nicht so ganz verstanden haben, was es bedeutet, wirklich lang alte Whiskys lagern zu können. Wir haben vor 5 Jahren den ältesten Whisky auf den Markt gebracht. Wie alt war er? 80 years old. Aber das ist genau was Gordon MacPhail herausarbeitet, ist die Expertise. Es geht nicht um Prestige, es geht um die Expertise, um zu verstehen, was passiert in einem Fass. The wood makes the whisky, wie ich schon gesagt habe. Was passiert in einem Fass? Wie lange kann ein Whisky in einem Fass lagern, dass es noch Whisky ist, dass es auch noch genießbar ist? Das ist genau, was Gordon MacPhail jedes Mal neu repräsentieren möchte. Und Ziel bei Gordon MacPhail ist es, am Ende einen 100-jährigen Whisky auf den Markt zu bringen. Das ist Ziel. Und das Krasse ist, dass wir genau noch solche Fässer haben. Ich habe euch gesagt, wir haben 7 Warehouses von 9 vor Ort stehen. 2 davon sind von Gordon MacPhail. In diese 2 haben wir auch unter anderem besondere Fässer liegen. Und diese besonderen Fässer sind alte Fässer. Das sind vermutlich Sherryfässer, oder? Ja, das sind größere Fässer, genau. Ist richtig. Komme ich nämlich noch dazu. Wie ich da vor 2 Jahren da war, sind wir auch in das Warehouse rein. Hat ein wenig so Führung alles und dann sind wir nochmal in diese 2 Warehouses. Und dann sagt er zu mir, ich muss halt auch mein Telefon, muss ich alles wegtun, weil ich darf hier auch aus rechtlichen Sachen keine Fotos und so machen, weil jetzt geht es ein bisschen in einen intimen Bereich rein. Und wenn ich rein bin, dann habe ich
so einen besonderen Fass gesehen. Das war Glenlivet drauf gestanden von 1939. Und es ist so alt, dass diese Fässer tatsächlich nochmal in eine besondere Edelstahlwanne angefertigt wurde und drin liegen in diese Edelstahlwanne, dass falls über Nacht das doch mal kaputt geht, kann man wenigstens noch irgendwo die Flüssigkeit aufheben. Oder retten. Und ich war auch so, oh my God, ich war wie ein kleines Kind und ich bin einfach hin und habe mein Gesicht so draufgelegt und habe es gestreichelt. So, das ist alt. Das Ding ist ja doppelt so alt wie ich. Wie viele Leute sind an diesem Fass vorbeigelaufen? Wie viele Leute haben schon dieses Fass angelangt? Wie viele Generationen? Ich meine, allein der es abgefüllt hat, der ist ja gefühlt 5-mal gestorben. Und das Ding liegt noch da und reift. Jetzt denken sich mit Sicherheit die einen oder anderen von euch, wie kann das funktionieren? Ist da überhaupt noch was drin? Kann der überhaupt noch schmecken? Was für Alkoholgehalt hat er? That's exactly, was wir bei Gordon Fell tun. Wir verstehen mittlerweile, wie man so einen Prozess ablaufen kann. Wir verstehen, wie wir den Alkohol beeinflussen können, den Angel Share beeinflussen können, die Farbe beeinflussen können, weil gewisse Destillate auch mit gewissen Holz anders agieren. Das ist genau der Punkt. Wie wir aber damals diese Fässer in dieser schwierigen Zeit, das war nämlich 1937, 38, hat George Urquhart gesagt, wir legen jetzt mal über 20 Fässer mal auf die Seite für unsere Generationen danach und danach. War der einzige Mann bis jetzt auf der ganzen Whisky Society, wie du sagen möchtest, jemals das gemacht hat. Deswegen sind wir die einzigen bis jetzt, die es auch so lange geschafft haben. Aber man muss dazu sagen, Glück gehört im Leben dazu. Und wir hatten Glück, dass wir gewisse Faktoren erfüllt haben. Faktoren wie einen größeren Fass. Die Fassdauben sind nochmal dicker wie die normalen Fassdauben. Das sind so gewisse Faktoren, das haben wir damals auch nicht verstanden. Jetzt verstehen wir es. Jetzt wissen wir es. Wir hatten halt Glück gehabt. Und deswegen sind wir zu dem Punkt gekommen, wo wir heute sind. Und wie ich mein Gesicht noch drauf hatte und habe ein bisschen gesabbert, hat er zu mir gesagt, if you shut up, we open the cask and we can have a dram. Und ich habe schon, I am shutting up. Er hat es aufgemacht und wir hatten es probiert. In dem Fall waren es, glaube ich, 84 Jahre oder was alt. Ehrlich, mein erster Gedanke war, das kann nur scheiße schmecken. Wie gesagt, Alter ist nicht gleich Qualität. Ist natürlich interessant zu sagen, man kann sowas, man hat was lange gereift und kann es auf den Markt bringen. Aber für mich war interessant die Geschichte dahinter. Weil Geschichte ist, ich trinke hier 84 Jahre altes Wasser, gefühlt, ne? Natürlich destilliertes, alkoholisches Wasser. Aber welche Partikel sich da noch vorfinden, von der Luftqualität, alles ist ja auch irgendwo da drin. Von früher. Und geschmeckt hat es wie eine extrem alte Bücherei. So dieses Library, dieses alte Buch. So wisst ihr, was ich meine? So dieses, ich fand's geil. Also ich bin zwar kein Leserater, aber ich fand das geil. Viel Holzeinfluss, ganz klar, müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Viel Holzeinfluss. Es war aber kein Cola-artige, dunkle Whisky, überhaupt nicht. War natürlich dunkel, aber es hat eine Geschmacksstruktur gehabt, die ich so noch nie vorgefunden habe. Deswegen auch für mich schwer zu erklären. Aber es war interessant. Ist es das Geld wert? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich natürlich niemals. Auch wenn ich es leisten könnte, niemals. Aber es ist interessant, weil das ist History. Das ist, was du nie mehr nachlegen kannst. Was schätzt ihr? Was ist die höchste Kostenausgabe, was Gordon MacPhail hat? Also alles, was zu Gordon MacPhail gehört. Insgesamt, unser höchsten Kostenfaktor, was wir Monat für Monat haben, Jahr für Jahr haben. James. Außer The James. The James. Ja, mir ja. Ich schätze mal das ganze Lager. Verbraucht von Flaschen. Also außer natürlich die Steuer, ne, weil die haben am meisten dran verdient. Das Lager. Aber das ist unsere höchste Kostenausgabe, was wir haben. Das sind Versicherungen. Und diese extrem teuren Fässer, was ich gesagt habe, was wir haben, diese alten Fässer, die sind so wertvoll, dass wir in einem Lager, und du hast es sehr gut gerechnet, vielleicht 4000 Fässer reinpassen, dürfen von diesen teuren alten Fässern maximal nur 3 Stück rein. Weil danach sagt die Versicherung, am Arsch. Wir zahlen sonst nichts mehr. Wenn was wäre. Natürlich
wollen wir niemals, dass was werde, weil ein Destillat oder ein Whisky in dem Alter kannst du niemals ersetzen, auch nicht mit Geld. Because that's history. Das ist so die Expertise von einfach, was wir tun mit dem Lagern und bauen es ganz groß auf. Wie gesagt, du wirst Gordon MacPhails niemals sehen, dass sie hier irgendwie die Nase ganz hoch haben und sagen, we're the best, we're the coolest und die laufen mit ihrer Gucci-Tasche um die Ecke. Niemals. Die würden sich hier in dem Raum mit hocken. Ich habe vor 2 Jahren auch eine kleine Tour mit denen in Deutschland gemacht, haben Tastings gemacht. Damals habe ich den Ben Romack 50 Years präsentiert, mit denen veröffentlicht in Deutschland den Launch gehabt. Da bin ich sogar manchmal mehr overdressed wie die, weil die wirklich... Junior wollen ja mal da ein Tasting machen. Ja, wartet ihr? Ja, dann wisst ihr, dann kennt ihr ja. Das sind super Leute, sind wirklich auf Augenhöhe. Und das ist exactly what we need in so einem Business. Jetzt kommen wir zum nächsten Whisky. Weiterhin in dieser Contrast-Serie. Und das ist der High Enzyme. Wie sagt man, der hohe Enzymgehalt. Was sagt dieser hohe Enzymgehalt aus? Wir bei Ben Romack haben auch eine sehr lange Fermentation. Und wenn ich es jetzt einfach mal kurz überfliege oder mal kurz sage, hier wollen wir einfach mal so die Bakterien wachsen lassen. Richtig den Dreck raus, den Dreck rein. Und durch diese schöne, durch diesen hohen Enzymgehalt in Verbindung mit Bourbon Barrels, also Bourbon, der American Whisky, der in einem amerikanischen Weißeichefass lagert, und dieser hohe Enzymgehalt gibt diesen Whisky schöne, leichte, fruchtige Noten. In dem Fall tropische, fruchtige Noten. Banane. Die einen sagen aber auch Mango. Ist unterschiedlich, jeder hat irgendwas anderes. Jetzt haben wir hier einen sehr schönen Bourbon Barrel Whisky. Aber durch diesen hohen Enzymgehalt nochmal eine ganz andere Geschmacksstruktur. Riecht auch würzige Noten. Je länger die Fermentation Du tust natürlich auch dein Gerstenmalz, alles auch anpassen. Und Hefe. Weil was wir auch noch tun, ist, wir haben natürlich unsere Distillerhefe, aber wir verwenden auch Bierhefe. Also ihr dürft gerne probieren, Slange. Die Serie ist immer in 46% Trinkstärke. Aber weil ich ja immer wieder sage, wir bei Ben Romack sind so leidenschaftlich, wenn es darum um Handmade Tradition geht. Hier schreiben wir es auch so schön drauf. Made by hand for genuine character. Steht auch auf jeder Flasche drauf. Aber wir haben auch so ein Logo kreiert. Ich lasse da mal die Verpackung einfach mal, reiche ich dann durch. Es findet ihr eigentlich auf jeder Verpackung. So ein Emblem. Auch bei vielen Flaschen ist es drauf. Es ist ein Fass mit einem Tropfen. Aber um den Fass haben wir our 4 most valuable ingredients, also unsere 4 wichtigsten Inhaltsstoffe. Aber die 3 wichtigsten Inhaltsstoffe eines Whiskys kennt ihr, oder? Was sind die 3 wichtigsten Inhaltsstoffe eines Whiskys? Ja, Gerste. Jawohl. Und wir haben Nummer 4 dazu geführt. Menschen. Es liegt daran, weil wir damit einfach symbolisieren wollen, es ist das Handwerk, der Mensch, um genau das ins Glas zu bringen, was wir machen. Und wie gesagt, diese Serie, das ist immer was Neues. Den Unpeated, den High Enzyme, die laufen jetzt dann auch aus und dann kommt immer was Neues. Virgin Oak, Bordeaux, dann haben wir immer unterschiedliche Sachen. Allerdings gibt es 2 Produkte, die sind mittlerweile durchgehend, eigentlich seit Anfang an, seitdem wir sie gemacht haben. Den Organic und den Peat Smoke. Den Organic ist tatsächlich, heutzutage ist Organic, der Bio, ist ja normal geworden. Ne? Heute ist es ja irgendeine Sache, über die man sehr viel spricht. Es gibt ja auch viele Whiskys mittlerweile, die darauf basieren, wie Neck Neen unter anderem. Und was viele aber nicht wissen, ist, dass Ben Romack den allerersten Organic Whisky, also den allerersten zertifizierten Whisky auf den Markt gebracht hat, weltweit. Das war 2006. Aus dieser Serie heraus, weil wir, wie gesagt, immer was Neues und anderes probieren möchten. Und der kam so gut an, dass wir es seitdem durchgehend drin haben. Was darfst du aber bei dem nicht machen? Er darf keinen Rauch haben.
Warum darf er keinen Rauch haben? Weil dann bist du umweltunfreundlich. Durch die CO2-Ausstoße. Sobald du mit Torf arbeitest, hast du CO2-Ausstoße, deswegen bist du umweltunfreundlich, dann darf er nicht haben. Aber um das wieder zu kompensieren, haben wir dann den Peat Smoke rausgebracht. Und der Peat Smoke ist dann der richtige rauchige Whisky. Mit 57 ppm, je nachdem auf welche Charge, auch da immer unterschiedlich. Und weil ihr kennt ja ziemlich dann auch den alten Label, oder? Von Ben Romach. Ja. Wenn du es sagst. Fandst du den besser? Ja, dann war schwungvoller, ne? Du hast gut gesagt, ja. Also die Schriftart hat mir auch sehr gut gefallen, diese schöne geschwungene Schrift so. Faktor ist aber, warum haben wir geändert? Wir waren oft der Meinung, dass Ben Romach an sich die Schriftart nicht leserlich ist. Also gerade für die, die es nicht kennen. Stell dir einfach vor, das Auto fährt vorbei, steht an der Tür. Mit der Schriftart sieht es irgendwie interessant aus, aber man konnte es nicht lesen. Mit der Schriftart kannst du definitiv lesen, was vorbeigefahren ist. Aber das hat auch einen Hintergrund, diese Schriftart. Da sind wir ein bisschen back to the roots gekommen. Das ist die Schriftart, die damals auch bei der Gründung stattgefunden hat. Das war auch groß auf den Dächern. Das ist die alte Schriftart von Ben Romach. Also das hat tatsächlich noch die geschichtliche Hintergrund. Und auch die Farbgebung. Weiß, Rot, das ist Ben Romach. Und so haben wir das versucht, hier ein bisschen einheitlicher zu gestalten. Deswegen auch immer diesen schönen roten Flaschenhals, um da ein wenig authentischer zu bleiben. Und Zahlen sprechen für sich. Weil ich höre das natürlich oft, oh, das neue Label heutzutage sieht scheiße aus, ist eklig, gefällt mir nicht. Faktor ist aber, nachdem wir das Label getauscht haben, haben wir im selben Monat doppelt so viel Absatz gemacht. Seitdem. Nächster Whisky, der dann jetzt uns ausgeteilt wird, ist der schöne Peat Smoke. Jetzt kommt dann der rauchige Whisky. Haben wir rauchige Fans hier drin? Okay, super. Ich muss euch dazu aber dazu sagen, auch hier, auch wenn wir jetzt über Peat Smoke reden, ist es kein Eiler, okay? It's not an Eiler Whisky. Es ist ein schöner Rauch, aber es ist noch kein Eiler. Hat aber eine sehr schöne Süße mit dabei. Und das Interessante auch, es kommt alles aus der Region Speyside. Also bei uns kommt tatsächlich alles aus der Region. Tatsächlich alles. Wir haben dann wie sagt man so schon, ein Subunternehmen, sagt man das so? Also es macht tatsächlich jemand für uns, aber aus der Speyside. Und deswegen sage ich auch immer authentisch und nachvollziehbar, weil das kann man auch alles nachvollziehen. Die müssen da auch gewisse Regeln einhalten für uns. Wie war der für euch, der Rauchige? Ist er gut? Was schätzt ihr, was Flaschenpreis hier so wäre? Ach, so ein Angeber da drüben. Ist richtig, also 54,90 ist UVP für die Flasche. Also das heißt, ihr findet eine auch für 50 Euro, je nachdem, 55 Euro. Gordon MacPhail, ich habe euch ja von den Distillery Labels erzählt. Die nächste Serie ist die Connoisseur Choice. Das habt ihr mit Sicherheit gehört. The Connoisseur Choices, das sind meist, also die aktuelle Range ist es immer in Fassstärke und meist Single Cask. Single Cask heißt ja wirklich ein Fass. Fassstärke, haben wir hier Fassstärke-Trinker? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Also ich sage immer so schön, ich auch, weil ich brauche das. Ich habe so einen hornhautübersäten Gaumen. Ich brauche ein bisschen Dampf dahinter. Und vor allem, ich liebe Whiskys, die wenn Charakter und Struktur haben und die immer aus der Reihe tanzen. Das vergleiche ich auch immer gern. Man hat immer irgendjemanden in der Freundesgruppe, der aus der Reihe tanzt. Ob im Positiven oder im Negativen. Aber der aus der Reihe tanzt, bleibt hängen. Hä? Das ist anders hängen bleiben. Aber das ist ein gewisses Merkmal und so seht ihr es auch mit Whiskys. Und der nächste Whisky, den wir jetzt dann haben, ist one of my personal favorites, ist our Cask Strength. Der ist 9 Jahre alt, in Fassstärke mit 60,6% Alkoholgehalt. Jetzt keine Sorge, für seine 60,6% ist er sehr gut eingebunden.
Wirklich sehr gut eingebunden. Ihr werdet überrascht sein, wie gut eingebunden. Man muss uns nichts vormachen, der ist hochprozentig. Ja, er desinfiziert von innen und von außen, ist alright. Aber er hat einen furchtbar schönen Charakter. Hier haben wir dann wirklich allem schön den Rauch. Der Rauch kommt auch mehr durch. Wir haben das Frucht, also den Sherry, die Süße. Der ist komplex. Das ist ein wenig so ein dreckiger Whisky. Das ist genau mein Ding. Und den präsentieren wir euch dann gleich. Ich will Rudi hier nicht... alles gut. Alles gut, Rudi. Und so ähnlich ist es das, was wir auch bei Connoisseur Choices präsentieren. Den reinen Charakter von den jeweiligen Distilleries. Und wir arbeiten hier mit über 100 Distilleries zusammen, indem wir da auch abfüllen. Und haben ein riesen Spektrum darüber. Und die klassische Abfüllung geht bis 29 Jahren. Ab 30 Jahren haben wir dann in diese Holzverpackung. Und dann geht es in die Private Selection. Die Private Selection beinhaltet Whiskys, die beziehungsweise sogenannte Lost Distilleries sind. Distilleries, die es einfach schon gar nicht mehr gibt. Ja. Also wirklich auch demolished, also wirklich so, die Häuser gibt es schon gar nicht mehr, die Grundstruktur ist einfach nicht mehr vorhanden. Davon haben wir noch Whiskys. Als Gordon MacPhail sich ja 1895 gegründet hat in Elgin, haben wir das Geschäftshaus bezogen, in dem wir heute noch drin sind. Und das ist heute noch aktiv, weiterhin. Es war ein bisschen ungeändert. Die letzten Jahre haben wir es auch, war leider zu, weil wir restauriert haben und renoviert haben. Ist seit diesem Jahr wieder ziemlich offen. Also wer mal in Elgin ist, kommt gerne vorbei. Ja. Ihr könnt auch bei uns gewisse Tastings machen. Ihr könnt auch in die Private Selection reingehen von uns. Gordon MacPhail hat auch einen schönen Archiv. Das ist aber nicht zu besuchen, ist wirklich nur exklusiv. Wo ist der Keller? Ja, der Keller, sehr gut gesagt, wenn man es noch Keller nennen darf. Das ist wirklich ein reiner Bunker, ein Archiv für die Family. Und hier werden tatsächlich alle Abfüllungen noch gesammelt, die jemals rausgebracht wurden. Das ist so quasi, man kann sagen, das Lebenswerk. Ne? The Legacy von Gordon MacPhail über diese ganzen Generationen hinaus steckt hier drinnen, in diesem Archiv. Der hier ist jetzt nichts anderes wie den allerersten Whisky, den wir hatten, nur als Fassstärke. Ja. Für den einen anderen kommt er ein bisschen auch zimtig rüber. Zimtig. Ja, zimtig. Bitte? 9 years, 9 Jahre alt. Und 60,6%. Für die feste Reihe, oder? 40 Cent. Slanjova. Würde ich sagen, von meiner Seite her habe ich erstmal nichts mehr zu berichten. Ich danke euch vielmals für den schönen Abend mit euch und natürlich auch an Rudi, dass ich hier sein durfte, auch vor allem für das schöne Essen und dass ihr so lebensfroh seid, das gefällt mir auch. Ich bleibe natürlich weiterhin da, habe noch ein paar Bierchen vor mir. Und bedanke mich recht mal und ich hoffe, es hat euch selber sehr gut gefallen. Thank you.